Transaktionsdokumentation? Langweilig, aber wichtig. Bleiben Sie bis zum Schluss dran und lernen Sie, wie Ihr Leben einfacher werden kann. Es ist wichtig, so früh wie nur irgend möglich an die Dokumentation zu denken. Die regulatorischen Auflagen werden in Zukunft eher nicht weniger werden. Es kann Ihnen passieren, dass Sie bei einer Auszahlung, respektive dem Tauschen von Kryptowährungen in Euro, Dollar, Schweizer Franken etc. die Herkunft der Mittel, sprich der Gelder, nachweisen müssen. Wenn Sie Pech haben, wovon ich ausgehen würde, müssen Sie diesen Nachweis jemandem zeigen, der die Materie nicht kennt. Demzufolge wird es nicht ausreichen, die Wallet-Adresse anzugeben, damit diese Person selbst nachsehen kann. Die Person wird weder wissen, wo, geschweige denn wie die Transaktionen nachverfolgt werden können. Somit müssen Sie das vollumfänglich selbst machen. Haben Sie Ihre Transaktionen nicht sauber dokumentiert, wird Sie das Stunden kosten. Die Dokumentation ist jedoch nur das letzte einiger wichtiger Dinge, die vorher bedacht werden sollten. Das beginnt bereits beim Aufsetzen des ersten Wallets und der unterschiedlichen Accounts in diesen Wallets. Je nachdem, wo Sie sich in der Welt der Kryptowährungen und Web3-Anwendungen bewegen, sollten Sie einige Grundsätze beachten. Bestimmen Sie ein Wallet, mit dem Sie mit der Außenwelt in Verbindung treten. Über dieses Wallet wickeln Sie alle Transaktionen zu und von Kryptobörsen ab. Falls Sie mit Bridges und ähnlichen dezentralen Services nicht vertraut sind, generieren Sie ein solches Wallet für alle Blockchains, die Sie verwenden. Solange Sie ausschließlich auf einer Börse handeln, ist alles in bester Ordnung. Die Börsen stellen Ihnen für Ihren Account die Transaktionsdaten zur Verfügung. Üblicherweise in einem CSV-Dokument, einige ermöglichen auch ein PDF-Download. Ein weiteres Wallet beherbergt jene Kryptowerte, die Sie ansparen möchten und über eine längere Zeit halten. Kommen wir nun zu den NFT. Falls Sie sich für NFT interessieren, so benötigen Sie mindestens 2 Wallets, 3, wenn Sie hochpreisige NFT besitzen. Das erste Wallet. Mit diesem Wallet kaufen Sie NFT oder erstellen diese. Das Wallet ist bis auf den benötigten Kaufbetrag leer. Sobald Sie einen NFT gekauft oder erstellt haben, verschieben Sie den NFT in Ihr zweites Wallet. Das zweite Wallet verwenden Sie, um die NFT zu lagern. Falls Sie NFT besitzen, die Sie regelmäßig mit einer Anwendung verbinden müssen, etwa zum Erhalt von Erträgen, für das NFT hinterlegen oder ähnlichem, benötigen Sie noch ein drittes Wallet. Bitte abonnieren Sie den Kanal und lassen uns ein Gefällt mir da. Möglicherweise möchten Sie dezentrale Finanzanwendungen verwenden. Auch dafür erstellen Sie ein eigenes Wallet. Mit diesem Wallet verbinden Sie sich mit den Anwendungen. Alle Wallets werden ausschließlich von Ihrem offiziellen Wallet aus mit den benötigten Beträgen bestückt. Alle Gewinne, die Sie auszahlen möchten, werden an das offizielle Wallet gesendet und von dort an die Börse weitergeleitet. Ich wechsle alle Beträge und Gewinne, die ich auszahlen möchte, in US-Dollar-Coin. Ich verwende den USDC auch als Liquidität, wenn ich im Kryptobereich bleibe. Das ist aber nur meine persönliche Vorgehensweise und soll keine Empfehlung darstellen. Im nachfolgenden Diagramm können Sie sehen, wie solch eine Wallet-Struktur aussehen könnte. Mit dieser oder einer ähnlichen Wallet-Anordnung generieren Sie eine enorme Erleichterung in zweierlei Hinsicht. 1. Sie können ohne Probleme die Mittelherkunft nachweisen, ohne immer alle Wallets einbeziehen zu müssen. 2. Sie können ganz einfach dokumentieren, woher Gewinne kommen. Das kann für das Finanzamt und die Steuern wichtig sein, da nicht alle Anwendungen denselben Steuergesetzen unterliegen. So können Sie ganz einfach nachweisen, welche Gewinne aus dem Trading, welche aus NFT oder aus dezentralen Finanzanwendungen stammen. Dabei ist es außerordentlich wichtig, dass Sie keine Kryptowerte zwischen den einzelnen Wallets verschieben. Gewinne oder Auszahlungen gehen immer in Ihr offizielles Wallet und werden von dort an die anderen Wallets verteilt. Zu guter Letzt empfehle ich Ihnen, alle Wallets durch ein Hardware-Wallet wie Trezor, Ledger oder Ähnlichem zu sichern. Die einzige Ausnahme ist das NFT-Wallet, mit dem Sie NFT kaufen oder erstellen. Dort würde ich Ihnen von einem Hardware-Wallet abraten, da dies beim Erstellungsprozess zu Problemen führen kann. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen groben Überblick zu der Thematik geben. Falls Sie weitere Informationen oder Hilfe bei der Dokumentation und der Wallet-Struktur benötigen, scheuen Sie sich nicht, mich zu kontaktieren.